Am 21.10. feiere ich mein 13-jähriges YouTube-Bestehen und dazu brauche ich eure Hilfe. Dazu geht ihr einmal auf meinem YouTube-Kanal in den Community-Tab, scrollt dann runter, bis ihr diesen Beitrag findet und schreibt gerne 1 bis 2 Fragen, vielleicht auch mehr, unter diesem Beitrag. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein klassisches 6-Punkte-Spiel heute in Elversberg. Die sind Vorletzter, wir sind auf dem 11. Platz, dümpeln da so ein bisschen vor uns her. Wir sind eigentlich gut in der Saison drin. Wir haben den 15. Spieltag, Hinrunde also fast vorbei. Ich glaube, das ist heute so ein Spiel, wo sich auch so ein bisschen entscheiden wird, wo wir dann in der Rückrunde mitspielen werden. Eher unten oder eher oben. Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf dem 16. Haben jetzt auch nicht so viel Punkte Rückstand auf dem 3. Platz. Also wir könnten mit einem Sieg heute auch wieder oben anklopfen, aber dazu müssen wir halt hier gewinnen. Fehler abstellen, ja, gegen Hamburg, ey, das Tor. Das sind so Fehler, die machst du, oder das bekommst du schon in der Jugend gesagt, spiel nicht quer vorm 16er oder im 16er schon gar nicht, aber vorm 16er, was habe ich gemacht? Ich habe quer gespielt und Ferrei war auf und davor und nicht mehr aufzuhalten. Genau wie Appelkamp, das Spiel davor, wo er auch alleine dann aufs Tor zugelaufen ist. So, heute bin ich gespannt. Elversberg, 17. Was soll ich davon halten? Das sagt eigentlich nichts. Hier kann jeder jeden schlagen, das ist so eng hier in der 2. Liga. Die haben von 6 Spielen bislang nur 4 Punkte zu Hause geholt. Schlechteste Heimbilanz. Das sind schon mal keine guten Voraussetzungen für uns. Weil wenn ich dann hier irgendwo antrete, dann wird es dann für die Heimmannschaft gut. Habe ich das Gefühl. Aber wir blicken jetzt mal frohen Mutes dem Spiel hier entgegen. Wir haben das auch gegen den HSV gut gemacht. In der ersten Halbzeit, das sah richtig gut aus. Wir haben halt leider die Chancen wieder nicht reingemacht. Und ich hoffe, dass wir das heute irgendwie anders hinbekommen. Jetzt zum Beispiel Hendricks, Mees hinterläuft. Badmatz am... Oh, die Ballannahme schon wieder. Das ist halt der Unterschied. Die müssen sitzen, die Ballannahmen. Remberg. Badmatz, schön gesehen. Badmatz dreht sich um die eigene Achse und die erste Chance. Gute Gelegenheit. So kann das funktionieren. Ja, schade, da wollte ich wieder zu schnell, zu viel. Goretzky war auch mal bei der Eintracht. Nur so just by the way, ich glaube 2015, 16. Ist jetzt also hier gelandet. So, nächster Ball, Mees. Janda, wenn er durchläuft. Schöner Ball, aber nicht immer hoch. Warum spielt ihr denn immer hoch, ey? Weil sie flach eh nicht durchkommen. Von daher, bei hoch ist immer nochmal die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. So, schön verschieben hier, auch in der Verteidigung weiterhin wachsam sein und nicht die Lücken zu groß werden lassen. Cool ist, genau im richtigen Moment zugeschlagen. Jetzt geht der leider ins Seiten aus. Ah, nee, geht er nicht. Gut noch geholt. So, und jetzt mal vielleicht über die andere Seite. Schnell aufgebaut, Remberg, Brodowski. Ja, aber der kann seine Geschwindigkeit da nicht so ausspielen. Der wird immer gut zugestellt. Janda, jetzt vielleicht. Ja, jetzt ist es abseits. Weil wir wieder zu lang brauchen. Also immer ist irgendwas. Entweder ist der Ball zu spät oder wir kommen am Gegner nicht vorbei, weil die wieder unglaublich stark in den Zweikämpfen dran sind. So, nächste Chance. Brodowski jetzt mal allein gegen alle, aber es ist keiner in der Mitte. Badmatz, den kannst du leider nicht hoch anspielen, sonst ist er wieder weg. Hendricks oben, Mees läuft durch, auch im richtigen Moment. Mees kommt nicht ran. Alibi-mäßig. Also diese hohen Bälle hinter die Abwehr, die klappen ja, aber auch nicht immer. So, wieder Badmatz. Ihr habt gesehen, die Elversberger, die stehen auch hoch. Da sind sie sehr rigoros. Die stellen die Abseitsfalle. Das heißt, wir haben da selten mal eine Chance, irgendwie durchzukommen. Remberg, sehr schön. So, und jetzt Remberg mal allein gegen alle. Warum nicht? Der Platz ist da. Badmatz, wenn er den Laufweg macht, der ist richtig gut. Und jetzt muss er ihn alleine machen. Badmatz. Nächste Chance, nachgesetzt. Die Elversberger kriegen das leider hin, gut hinten rauszuspielen. Aber genau so. Richtiger Laufweg, Ball reingespielt, aber irgendwann müssen wir uns halt auch mal belohnen dafür. Remberg, sehr, sehr schön. Das sieht richtig gut aus. Gutes Zweikampfverhalten wieder. Janda, schnell gespielt. Hendricks ist mit vorne. Badmatz, Janda, ja, oder nicht. Dann ganz oben. Terhorst, Mees. Ja, nein, kein Abseits. Ja, aber es wäre ein richtig guter Spielzug gewesen. Das war auch nur ganz knapp. Die Nasenspitze vielleicht. Ja, auch wieder die Fußspitze. Kauft euch alle mal eine Schuhgröße kleiner. Dann stehen wir weniger im Abseits. Vielleicht.
Aber genau das ist es hier. Mees wieder nächsten Zweikampf gewonnen. Wir sind richtig gut drinne. Wir müssten mal in Führung gehen. Grodowski wieder. Badmatz wäre wieder im Abseits gewesen. Also das machen die Elversberger echt gut. Lass uns regelmäßig ins Abseits laufen. Vorne haben sie bislang auch noch nicht so viel hinbekommen. Aber das hat der HSV auch nicht gemacht. Oh, jetzt kommt Gonzales natürlich. Wetzt da die Linie entlang. So, Defensive muss stehen. Achtung, da kommt sogar Janda mit nach hinten. Ist da, sehr schön, fängt den Ball ab. Nicht querspielen, hier vorm Strafraum. Haben wir ja gelernt aus dem Spiel gegen HSV. Und dann ist es wieder Grodowski. Es geht immer viel hier über Grodowski. Gerade in der ersten Halbzeit. Jetzt aber kein Abseits. Nee, mal eine Überraschung. So, Flanke kommt rein. Badmatz wieder mit dem Kopf. Oh, wird er gelegt. Chance lebt aber noch. Grodowski, Badmatz, steh auf da. Hör auf zu diskutieren. Aber wir kommen nicht durch. Die Elversberger, bis auf ein, zwei Situationen, die stehen da hinten gut. Nach vorne geht auch noch nicht so viel. Aber wie gesagt, das hat gegen Hamburg auch genauso ausgesehen. Und dann am Ende wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Nicht viel Schüsse, 2:0 nur. Das ist halt die Überlegung, ob wir auch mal umstellen, ne? Aber ich glaube hier in-game, oder beziehungsweise jetzt funktioniert das nicht. Ach doch, ja, indem wir einmal von individuell weggehen und dann hier umstellen. Also es ist halt die Frage, mal ein 4-4-2... Mal mit zwei Stürmern vorne, mit Badmatz und mit Grodowski. Wo ist denn hier ein 4-4-2? Hier 4-4-2 halten, dann hätten wir Grodowski und Badmatz vorne, Mees und Janda. Da müsste ich Janda halt rausnehmen. Ich würde das mal probieren. Ich mache das mal. Wie würde das dann aussehen? Genau, mit Ball ist das halt ein bisschen breiter. Dann gehe ich jetzt noch mal kurz ins Team rein und werde Janda rausnehmen. Und werde nochmal Geschwindigkeit über den Flügel bringen. Und zwar Makrides. Der hat sich ja beschwert. Mal gucken, ob es mit den beiden vorne funktioniert. Ich würde auch Mees, wobei Mees ist halt auch nicht schnell, ne? 67. Tempo. Amenido oder Schneider. T-Club. Henok T-Club. Ne, bringen wir mal Schneider rein. Komm. Jugend forscht. Ein bisschen frischeren Wind. Eine andere Formation. 4-4-2. Vielleicht kriegen wir jetzt vorne ein bisschen mehr, ja, Durchschlagskraft durch die beiden Stürmer, die sich, ja, gut ergänzen. Also wie gesagt, Badmatz, Grodowski. Das Duo in Münster. Da müssten sie für beide eine Statue bauen. So, jetzt im richtigen Moment. Genau das sind die Laufwege. Makrides. Bisschen zu lang. Schneider hat den aber noch. Ja, kommt Badmatz entgegen. Gegen 6, 7 Mann alleine. Wo sind denn hier die Leute? Wo ist denn hier die Unterstützung? Remberg mit dem Außenriss. Der wird immer länger. Wie wäre der denn reingegangen? Mit dem linken Außenriss aufs lange Eck. Sehr, sehr kurios. Aber eine gute Chance. Und es wäre ein schönes Ding gewesen. Wenn der geklappt hätte. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich das defensiv hier stellt. Vorne die beiden warten. Gonzales schmal. Legen sich jetzt uns so ein bisschen zurecht. Schnellbacher, Achtung, nächste Chance, aber da kommen sie nicht durch. So, jetzt haben wir mal vorne zwei Leute, die wir anspielen können. Ja, das ist wieder die Abseitsfalle, das machen sie gut. Muss ich ja zugeben. Muss ich auch mal einen Hut vorziehen, das machen sie leider bislang richtig gut. Abseitsfalle funktioniert. So, jetzt mal Badmatz. Und Schneider auf der Außen. Nicht immer hoch, lass den Ball flach, Junge. Schneider allein gegen alle, gegen Fellhauer. Ah, das dürfte. Oh, kein Aus. Wäre fast im Tor aus gewesen. Und Elversberg. Vielleicht wird es jetzt eine etwas offenere Partie. Ja, die Elversberger, die versuchen zwar hier mit dem Ball weit vorlegen, aber es bringt nichts. Und Gott sei Dank. So, wir bauen wieder auf über links. Schneider wieder. Vielleicht jetzt im Zusammenspiel mit Badmatz. So, der jetzt mal alleine gegen Le Joncourt. Ah, Badmatz. Zu einfach den Ball verloren. Da ist er zwar auch dann wieder dran, aber zu einfache Ballverluste. Petkov kommt rein. Mir fällt gerade ein, ich habe ja gar nicht auf offensiv gestellt. Sollten wir mal machen. Vielleicht klappt es jetzt dadurch ein bisschen besser vorne. Aber aufgepasst. Elversberg kommt über Gonzales. Da ist Schnellbacher. Nein. Gute Grätsche. Perfekt. Das war sehr, sehr wichtig. Sonst jetzt hier bald geklingelt. So, nächste Chance. Nein, zu schnell. Ich
muss daran denken, oh nein, Schnellbacher, nächste Chance, dass wir hier mit Münster spielen. Dass die Spieler nicht 100% Passquote hier haben. Also es wäre ein schöner Ball unten gewesen, gar keine Frage, aber zu schnell. Elversberg kommt über Gonzales. Oh, das ist eine gute Ecke. Achtung, Eigentor von Badmatz. Ich habe gedacht, den legt er sich jetzt selber rein. Das wäre fast ein schönes Eigentor gewesen. Da hätten wir nicht schlecht geguckt. Da habe ich echt gerade so ein bisschen Luft Ach, das ist der Schiri. Ich denke die ganze Zeit, das wäre ein Mitspieler von uns. Jetzt aber Badmatz. Jetzt kann das vorne besser machen. Malik Badmatz. Endlich. Jetzt macht das. Und aufs richtige Tor. Hinten wäre es beinahe schief gegangen. Vorne und endlich klappt das mal. Die Abseitsfalle hat nicht funktioniert. Der Ball ist im richtigen Moment gespielt worden und dann hier. Schöner Ball. Und dann bleibt er eiskalt vom Tor. Malik Badmatz. Das, was er am besten kann. Und dann schön in den Winkel gelegt. Nix zu halten für einen Keeper. Schön gemacht. Oben rein in den Knick. Und das ist so, so wichtig. Und wäre so, so wichtig, heute mal wieder 3 Punkte zu holen. So, es ist aber noch zu viel zu spielen. Zu lange. Viertelstunde noch mit Nachspielzeit. Gonzales. Na komm, wann legst du dir den Ball wieder 10 Meter vor? Ballrolle hier, Ballrolle da. Aufgepasst, Verteidigung steht. Sehr schön. Ja, und auch fair und nicht irgendwie die Gefahr in hier einen Elfmeter zu riskieren. Und jetzt, nächster Angriff. Makrides, kommt der schneller als Neubauer. Und jetzt in der Mitte Rudowski, der zeigt schon an. Oh, schlechte Flanke in den Rücken. Schlechte Flanke in den Rücken, aber Remberg ist da. Der kann auch von Weitem schießen. Remberg! Gibt's da den Eckball? Ne, den behalten wir noch. Badmatz. Hendricks, der kann auch zirkeln. Hendricks, nächste Chance. Christoph im Tor. Also jetzt bewegt sich die Waage oder die Waage neigt sich, so wie ich das anzeige, eher auf Münsteraner Seite. Das ist gut. Und vielleicht machen wir jetzt durch den Eckball hier die Entscheidung. Makrides, Kulis. Und Kudowski, der kommt nicht zum Abschluss, wird er gut bearbeitet, aber wir haben den... Ach, schon wieder Abseits. Wie oft willst du heute im Abseits stehen? Münster, ja. Ist bestimmt schon 5. oder 6. Mal Abseits, das ist schon krass. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit für Elversberg. Und wenn sie so hinten rumspielen, dann kriegen sie vielleicht noch ein Ding. Komm, den müssen wir haben, den müssen wir haben. Cooles. Na, dann nicht. Dann hinten in die Verteidigung, dann muss jetzt Hendricks hier ran. Ich stelle mal wieder zurück auf Standard. Das war jetzt das Ergebnis sichern. Jetzt reicht mir auch hier ein dreckiges 1-0. Ich muss nicht hoch gewinnen, aber ich will gewinnen. Und da muss auch mal so eine Grätsche sein dazwischendurch. So, ist nicht mehr viel zu spielen. 3 Minuten noch. Mit Nachspielzeit. Die Elversberger legen uns so ein bisschen zurecht. Aber spielen Gott sei Dank heute nicht ihren besten Fußball. Deswegen sind sie auch 17. Wahrscheinlich auch genau aus dem Grund. Und wir fahren jetzt den nächsten Konter. Badmatz, schade. Wenn er den da gefestigt kriegt, dann ist das Ding durch. Aber es sollte auch hoffentlich so reichen. Je nachdem, wie lange es Nachspielzeit gibt. 1 Minute, das sollte reichen. Das sollte reichen. Nochmal Schneider, der muss aber nicht mehr eingreifen. Und so ist es. Also, wir gewinnen mal wieder ein Spiel. Nach langer, langer Zeit. Gefühlt. Nehmen wir mal den DFB-Pokal raus. Und das ist, glaube ich, der letzte Sieg in der Liga auch schon ein bisschen her. Aber Hauptsache gewonnen. 1:0, 3 Punkte. Schönes Tor von Badmatz und auch wichtig, auch für ihn und fürs gesamte Team. Und wie wichtig der Sieg war, werden wir auch gleich nochmal gucken in der Tabelle. Jetzt haben wir erstmal, habe ich gar nicht geguckt, unser nächstes Pokalspiel bei Darmstadt 98. Warum habe ich die vorher nicht angeschaut? Runde 3. Ist das nicht das Achtelfinale? Ist, glaube ich, ne? Achtelfinale. Gucken wir mal auf die Begegnungen hier. Gladbach gegen Mainz, Bayern Stuttgart. Sehr interessant. Union Freiburg. Lautern gegen Leverkusen. Das letztjährige Pokalfinale. Ach, ich verdrückt mich hier immer. So, und hier haben wir noch Bochum, Frankfurt, Karlsruhe, Wolfsburg, Augsburg, St. Pauli, Darmstadt, Münster. Ist Dortmund schon raus? Ja, Dortmund ist schon raus. Leipzig ist schon raus. Sehe ich gerade. Und in Darmstadt, gut, da sind wir natürlich Außenseiter. Wobei, nee, ist ja zweite Liga gegen zweite Liga. Haha. Also auch wieder ein Duell auf Augenhöhe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir das auch noch gewinnen sollten. Dann ist es nicht mehr weit bis Berlin, aber bis dahin ist noch Zeit. So, jetzt haben wir hier von Nils Utzinger oder so. Ach ja, den Scout-Bericht. Da hat er mir wahrscheinlich... Ist nicht mehr aktuell, schade. Da hatte ich noch ein Talent aus dem Senegal. Ich muss sie aber leider alle ablehnen. Ich kann die momentan leider alle nicht aufnehmen. Sehr, sehr schade, weil ich halt nur 24 € habe und erst wieder im Winter
bisschen aufgestockt wird. So, Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt. Krass, aber ist vielleicht auch nicht schlecht. Mal eine Abwechslung. Anderer Wettbewerb, andere Umstände, anderes Feeling. So viel Talente oder so viel Spieler hier. Da kann ich 3, 4 Mannschaften aufmachen. Aber die hohe Kunst ist halt immer genau den Spieler dann rauszufischen, der dann fürs Team am besten ist. So, Darmstadt hat die letzten 5 Spiele, ja, 4 nicht verloren, 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Wen haben sie denn so? Nürnberger spielen mit einer Dreierkette, 3-4-2-1. Haben Flügelspiel. Gut, natürlich mit einer Dreierkette hast du da Flügelspiel als Konzept. Sonst brauchst du keine Dreierkette spielen. Korridor, wen haben sie noch so? Ich kenne da, okay, Hornby, den kenne ich, Holland, der ist aber auch schon seit 10 Jahren gefühlt da. Maglica, klar, Jasula kennt man, Schuden kennt man. Und wahrscheinlich auch noch Marseiler. Vom Namen her sagt er mir auch was, aber ich verfolge halt die zweite Liga nicht so extrem. So, apropos, ein letzter Blick auf die Tabelle. Würde ich dann doch gerne machen. Da sind wir 9. Haben mit 7 Punkte und wir stehen genau im Mittelfeld. 7 Punkte nach unten, nach oben hin 8 Punkte. Also wir sind im gefestigten Mittelfeld, haben 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, ein fast ausgeglichenes Torverhältnis. Also sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden, aber mit Regensburg, da bin ich immer noch nicht so ganz warm, dass sie da 7. sind. Naja, also Pokalspiel gegen Darmstadt und dann in der Liga. Habe ich das gerade richtig gesehen? Gucken wir mal hier kurz drauf auf den Kalender. Ja, tatsächlich. Wir spielen jetzt zweimal gegen Darmstadt. Einmal auswärts Pokal, dann zu Hause in der Liga. Dann gegen Magdeburg und dann geht es schon wieder hier in der Rückrunde los. Stimmt, das ist hier Spieltag 16, 17. Und am 20. Dezember, mein Geburtstag, geht es im Heimspiel gegen Elversberg dann schon in die Rückrunde rein und dann ist erstmal Winterpause. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Dann werde ich mich wieder um die Jugendabteilung hier ein bisschen kümmern. Da sind wir im Halbfinale von dem Jugendturnier. Also, es entwickelt sich langsam, aber es entwickelt sich. Also, macht's gut, drückt mir die Daumen. Nächstes Spiel gegen Darmstadt, hoffentlich mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.